Arda Güler ist raus. Arbeloa setzt ihn auf die Bank. Frechheit oder keine Frechheit oder zu Recht. Darüber wollen wir sprechen. Und wir gucken allgemein auf das Spiel in der Champions League. Mourinho hin und her und ja, wird bestimmt interessant. Und ich werde wahrscheinlich auch live gehen. Was heißt wahrscheinlich? Ich werde live gehen. Also, Hala Madrid. Mein Name ist Dennis. Schön, dass ihr da dabei seid, Freunde. Yes! Ja, ihr habt richtig gehört. Arda Güler wird wahrscheinlich auf der Bank Platz nehmen. Aber darüber wollen wir gleich sprechen. Wir werden erstmal auf die Verletztenliste gucken und ich hoffe, dass wir gegen Benfica Lissabon nicht so viel verletzt haben, weil es ist ja auch ein Ceballos dazugekommen, der jetzt auch verletzt ist. Also die Verletztenmaschine von Real Madrid geht einfach weiter. Ja, was soll ich sagen? Oberschenkelverletzung. Anfang April wird Ceballos ja zurückkommen, aber meines Erachtens ist das jetzt nicht unbedingt ein großer Ausfall. Das hört sich jetzt hart an, aber ich bin nicht unbedingt ein großer Ceballos-Fan. Jude Bellingham fehlt natürlich, Ily Militao ist immer noch nicht fit. Und Hausen, ja, ist fraglich tatsächlich. Ich habe ja über Hausen letztens tatsächlich sehr, sehr gut, auch im Livestream im letzten, habe ich sehr gut gesprochen, weil er tatsächlich mal gut gespielt hat, muss ich sagen. Ja, beziehungsweise im Video danach, das letzte Mal, wo Hausen gespielt hat, war das richtig stabil. Das erste Spiel, wichtige Spiel außerhalb der Club-WM, ja, habe ich gefeiert. Und ja, Rodrigo ist gesperrt, ja. Auf der anderen Seite ist Mourinho gesperrt. Und ja, dieser andere Typ da, brauchen wir nicht drüber reden, über welchen ich rede. Genau. Ja, Mourinho ist so ein Thema. Da geht auch sehr viel durch die Presse. Er feuert ja immer schon vorher alles an. Und ja, was soll man dazu sagen? Mourinho ist Mourinho, ne? Und wenn man sich das alles mal Revue passieren lässt, worüber er sich aufgeregt hat, dass er zwar erst gut über wenig geredet hat, natürlich kann man sich freuen bei einem Tor, aber dass dann alles immer zu viel ist und bla 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 etc. Aber sein Knierutscher früher, ne? Und das Jubeln und dieses Geste nachmachen beim Gegner als Trainer, darüber, oder das hat er natürlich vergessen und überhaupt seine Sachen, die er in der ganzen Karriere, sag ich mal, so hinter sich hat, das hat er natürlich in diesem Moment komplett außen vor gelassen, würde ich sagen, oder? Ja, auf jeden Fall herrscht natürlich Action vorher und Mourinho wäre natürlich auch nicht Mourinho. Ich gucke hier nur runter, ne, weil ich hier meinen Computer wegen Verletzten und so weiter. Mourinho wäre natürlich nicht Mourinho, wenn er nicht so handeln würde, wie er handelt. Ja, was soll ich dazu sagen? Ihr könnt ja mal euren Tipp unterschreiben. Was ist euer Tipp für den Spiel? Was meint ihr? Kommen wir weiter oder nicht? Also ich gehe jetzt ganz stark davon aus und es muss ein Zeichen gesetzt werden, gerade wegen dieser Aktion. Also ein 4-0 muss auf jeden Fall sein. Und wir müssen im Endeffekt 90 Minuten powern. Und ich bin gespannt, was unsere Fans machen werden oder überhaupt, wenn überhaupt Benfica da einläuft. Ne? Der sogenannte Typ da, der Winnie beleidigt hat und so weiter, ist ja nicht dabei. Aber ich bin echt gespannt. Es darf natürlich, das wird wirklich hart werden, glaube ich, für Benfica. Ich hoffe es. Muss auch sein, wirklich, ne? Und ja, Mourinho kündigt auch noch an, die Pressekonferenz zu boykottieren. Ja, es ist immer irgendwas. Warum? Ist es jetzt auf einmal nur, weil sein Spieler gesperrt worden ist? Oder ich meine, darf man das so sagen, was er da gesagt hat? Und warum will er das jetzt boykottieren? Und das ist immer so, weiß ich, was? Mourinho ist eine Legende, Mourinho ist, aber diese Arroganz manchmal und dieses von oben herab ist einfach pervers, finde ich manchmal. Ja, das ist meine Meinung. So, und jetzt kommen wir zu Arda Güler. Ja, da hat die Marca das geschrieben, dass unser Trainer natürlich, ne, das darf man natürlich auch nicht vergessen, Arbeloa, nicht zufrieden ist mit seiner Leistung. Es ist nur natürlich, ja, es werden auch andere jetzt genommen, aber es ist schon komisch, dass
Arda Güler herausgepickt wird. So, und da frage ich mich denn, warum wird gerade Arda Güler rausgepickt? Wenn man mal überlegt, klar, es ist eine Maschine, er schießt viele Tore, außer die letzten Zeit, 2 Spiele jetzt nicht, aber ein Mbappé kann auch ein schlechtes Spiel spielen. Er spielt natürlich 90 Minuten durch. Egal, immer. Hat natürlich noch einen anderen Stellenwert, vielleicht auch natürlich einen anderen Namen, aber es war ja bei Cristiano Ronaldo auch nicht anders. Ne? Also der wollte auch nicht ausgewechselt werden, egal ob er jetzt gut war oder nicht gut war. Aber warum nicht andere? Warum gerade Arda Güler? Ich meine, Camavinga, Tchouaméni, wie ich ihn nenne, waren allerdings sehr stabil. Ja, okay. Und ein Valverde auch, die da alle so rumgelaufen sind. Güler war so für seine Verhältnisse zurückhaltend, ein bisschen schwächer. Klar, wir brauchen gar nicht über was für ein Auge er hat, was er alles gesehen hat, brauchen wir gar nicht drüber zu diskutieren. Das ist alles super. Auch seine Chance vom Tor, die er aber am besten reingemacht hätte, der hätte rein müssen. Ne? Aber warum gerade er jetzt wieder? Und das ist denn, und dann kommt wieder dieser Punkt wegen, wird er gemobbt, ist es wirklich so, bla bla bla, etc. pp. Ich meine, ich glaube, so richtig gemobbt wird wahrscheinlich keiner oder ist es nicht, aber es ist alles raus. Es wird natürlich, wir haben ja mehr mit Problemen zu tun als mit Fußball. Es wird ja nur noch über Real Madrids Probleme geredet, statt über Fußball zu reden. Aber es gibt ja auch nicht so viel über Fußball zu reden. Das letzte Spiel war eine Katastrophe, das wissen wir. Und guckt euch gern auch die Analyse an von mir. Es war einfach eine Katastrophe wieder. Wir spielen immer 1, 2 Spiele gut. Der wurde aber wieder von uns, weil der ja auch so ein Held ist, unser Trainer. Ne? Ich meine, jetzt wird der Güler anziehen. Ich hoffe nicht. Ich hoffe, dass Güler spielt. Aber die Marca erzählt was anderes. Sorry. Aber was macht er denn für einen Fehler? Er hat Trent rausgenommen, was ich für absolut schwachsinnig gehalten habe. Abgesehen, dass das Champions League vor uns steht und wir Spiele angeblich schon müssen. Ganz ehrlich, gegen Osasuna musst du keine vor allen Dingen nicht, wenn die das erste Mal 2-mal hintereinander gut miteinander harmoniert haben. Und dann trennst du sie wieder und nimmst Carvajal rein, was jetzt kein Carvajal ist Legende, das hat auch nichts mit Carvajal zu tun. Aber wenn die Mannschaft funktioniert, das habe ich auch schon in meinem letzten Video gesagt, dann kannst du das nicht ändern. Hat unser Trainer gemacht. Also er macht auch nicht alles perfekt und ich bin auch nicht ein Freund von ihm, ehrlich gesagt, als Trainer. Und Fakt ist auch, ich hoffe, dass Arda Güler spielt. Ihn deswegen rauszunehmen, weil ihn was steht hier? Ich glaube, allgemein die Leistung und auch ein bisschen im Training überhaupt so sein, war mit der Intensität in der La Liga unzufrieden und will gegen die giftigen Portugiesen kein Risiko eingehen. Ja, weiß ich ja nicht. Also, wenn das so sein soll und er so Marca berichtet, allerdings Stand 23.02., dass Arbeloa mit der physischen Leistung von Arda in Pamplona unzufrieden war. Note 4 von 10. Es gibt Berichte über eine wachsende Kabinenkrise, da Arda sich in Arbeloa-System nicht geschützt fühlt. Ja, was für ein System auch. Was für ein System auch. So. Und da gibt's noch eine Zeitung, Diara, AS meldet, dass Arbeloa für das Benfica-Rückspiel morgen auf physische Stärke setzen möchte. Ja, aber wenn er Arda Güler rausnimmt, wer soll denn reinkommen für Arda Güler? Das bedeutet für Arda korrekt Bankplatz. Aber Joa traut ihnen den Krieg gegen die giftigen Portugiesen nach dem Osasuna Dämpfer wohl eingeklammert noch nicht von Anfang an zu. Lassen wir das wirklich mal so stehen. Also wenn das wirklich der Fall so wäre, wenn das wirklich stimmt, was die Marca und so schreibt, und wenn er ihnen das wirklich nicht zutraut, dann lass ihn doch immer auf der Bank. Lass ihn doch einfach immer auf der Bank und oben in der Vorstand sagt auch nichts. Dann werden wir sehen, wie wir ohne Arda spielen. Wir wissen ja, wie wir mit Arda spielen. Jetzt haben wir verloren, aber sonst davor die 8 Spiele. Okay.
Ganz ehrlich, da fehlen mir eigentlich die Worte. Ich weiß eigentlich nicht, was ich dazu sagen soll. Also, wenn das wirklich der Junge tut mir dann langsam leid und das alles auf ihn und dies und er. Natürlich will man, dass er das Spiel lenkt, ne, weil er es kann, aber dann setz ihn doch auch auf die 10, Mann, du Idiot. Das tut er ja auch nicht so richtig. Von durchgehend. Punkt, Punkt. Macht er nicht. Naja, ihr könnt unterschreiben, was ihr davon haltet. Ich hoffe, dass das nur Geschreibe und bla 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 ist, dass er Arda Güler spielen lässt. Ich wüsste auch gar nicht, ja, lassen wir es so stehen, wer. Und ich hoffe, dass das was wert und dass Arda Güler spielt und er eigentlich mal zeigt, was er kann. Aber ich glaube, selbst wenn Arda Güler zeigt, was er kann, ich glaube, den Trainer interessiert das gar nicht. Er findet immer irgendetwas und das ist das Schlimme. Ja, aber ich hoffe auf jeden Fall auf einen Sieg. Ich werde auf jeden Fall Livestreamen, auch Mittwoch, aber ich werde wahrscheinlich morgen natürlich auch noch ein Video eventuell wahrscheinlich geben, logischerweise. Und dann würde ich sagen, Hala Madrid, schreibt eure Meinung dazu und dann bin ich raus. Und bis morgen, denke ich mal, Freunde.